Hallo und herzlich willkommen auf meinem Finanzkanal, Zobeltier Finanzkanal, zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ihr wisst, es ist in aller Munde gewesen. Am Ende September, Anfang Oktober ist die Porsche AG mit den Vorzugsaktien an die Börse gegangen und es gab also ein Initial Public Offering. Man konnte bis zum 28. September noch Aktien zeichnen. Ich habe das auch gemacht und heute in dem kurzen Video geht es darum, was ist meine Strategie? Habe ich Aktien bekommen? Also bleibt dran und es geht auch gleich los. Wie gesagt, die Preisspanne war hier von 76,50 auf 82,50 pro Aktie und ich habe tatsächlich hier dann einen Zeichnungsauftrag abgegeben. Der wurde dann am 28. bestätigt, da hier ist der Status noch offen und ich hatte tatsächlich für 82,50 Euro pro Aktie 10 Stück gezeichnet. Wie ist das ausgegangen? Ich hatte dann am 29.09. abends um 22 Uhr hier die Bestätigung von der Consorsbank, dass in meinem Depot 10 Stück Aktien zu 82,50 zugeteilt worden sind und die Order wurde dann eben ausgeführt. Am nächsten Handelstag ging es dann weiter und die Porsche-Aktie ist ja über dem Ausgabekurs von 82,50, 83 Euro dann geblieben. Es war im schwierigen Börsenumfeld doch auch irgendwo ein Erfolg, dass die Aktie so weiter nach oben gegangen ist, lag aber auch daran, dass die IPO-teilnehmenden Banken wie Bank of America zum Beispiel mehrere Millionen Aktien nachgekauft haben und dadurch der Kurs eben weiter oben blieb. In der letzten Woche, also Anfang Oktober, ist jetzt Folgendes passiert. Die Anleger, die in VW-Aktien investiert waren und jetzt hofften an der Dividende oder an den Kursgewinnen von der Porsche Vorzugsaktie direkt zu profitieren, haben eine Strategie gewechselt und sind also vermutlich, ganz genau wissen wir das natürlich nicht, aber es gab so eine Art Käuferwanderung in die Porsche Vorzugsaktie. Das bedeutet, der Kurs ist weiter hoch geblieben. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Da sieht man die Geschichte. Ich bin jetzt mal auf die Investor Relations Seite von der Porsche AG gegangen. Und hier sieht man einige der Kennzahlen. Wie sind die Umsatzerlöse? 33 Milliarden, 16% Umsatzrendite, 24,5 EBITDA-Marge in der Automobilbranche und Netto Cashflow ist 12,1%. Also die Zahlen sehen ganz gut aus. Wenn man die Aktie heute hier auf der Homepage Consorsbank mit eingibt, da kommt sie schon, das ist die PAG 911. Dann kann man hier sehen, der Kurs, ja, heute geht er ein bisschen nach unten. Aber meine Strategie, was mache ich? Ich möchte im nächsten Jahr die erwartete Dividende mitnehmen und werde bei fallenden Kursen wahrscheinlich nochmal nachkaufen. Allerdings dann mein Depot umziehen bzw. die Aktie umziehen in das Depot von Trade Republic. Dazu mache ich euch ein extra Video, also bleibt da dran. Ich werde das dann auch verlinken hier in der Videobeschreibung und ein neues Video dazu folgt. Also die Rendite der Dividende ist 3,7% erwartet für ausgezahlt 2023 und die Höhe wird sein pro Aktie 3,24 Euro circa. Die Meldungen hier, dass eine Dividende gezahlt werden soll, haben sich auch auf verschiedenen Seiten bestätigt. Ich verlinke euch da meine Recherche, die ich durchgeführt habe. Also insgesamt sollen 911 Millionen Euro an Dividende ausgeschüttet werden, was bedeutet eben, dass es zu einem Wert von 3,24 pro Aktie kommt. Was ich auch interessant finde, auf der Consorsbank-Seite hier gibt es die Möglichkeit, die meistgekauften Aktien aufzurufen und da tatsächlich
tagesaktuell die Dr. Ingenieur HCF Porsche Aktie auf dem ersten Platz. Was bedeutet aktuell, ich weiß nicht genau, welcher Zeitraum hier beachtet wird, aber die Consorsbank Depotinhaber kaufen hier über die Consorsbank zurzeit die Porsche AG ziemlich gut ein. Was passiert nach dem Börsengang? Dazu gibt es einen sehr guten Artikel bei der FAZ und der Kollege, der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat, der beschreibt hier sehr gut die Eigentümerstruktur und wie weit die Familie Pirch hier involviert ist, kann ich nur empfehlen, wenn ihr langfristige Anleger bleiben wollt in der Porsche AG, dass ihr euch das mal anschaut. So, wie steht der Kurs heute? Er steht bei ca. 90 Euro. Soll man nachkaufen? Ich denke, wir werden nochmal tiefere Kurse sehen. Ich persönlich warte jetzt ein bisschen. Das KGV ist aber auch mit dem Risiko natürlich, dass ich günstigere Kurse verpasse. Aber das KGV ist zurzeit bei 19, Wert 19, was das Kursgewinnverhältnis darstellt. Und ist für mich ein bisschen zu hoch. Ich würde hier Standby noch an der Seitenlinie abwarten. Das war's schon. Wenn ihr Fragen habt oder entsprechende Sachen wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Genau, habt ihr Aktien bekommen? Hat es bei euch geklappt? Was ist eure Strategie? Wollt ihr nachkaufen, wenn ihr nicht beteiligt worden seid bei dem initialen Public Offering? Ich bin gespannt. Schreibt mal einfach eure Kommentare unten rein und ich freue mich auf das nächste Video. Seid wieder mit dabei. Ich bin gespannt und einen schönen Tag. Ciao, ciao.